To start up. The act or instance of setting in motion. To start up. To suddenly jump from a position or place. To start up. To come into being for the first time. To start up. To originate. Der Idea Award ist der Ideenwettbewerb der TUM. Der erste Funke ist ja eben eine Idee haben. Erfindergeist plus Umsetzung. Plus Leidenschaft. Der Idea Award wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen, weil unser Gründer, der Herr Zeidler, auch jungen Leuten gerade mit Ideen etwas zurückgeben wollte. Das Schöne ist, dass wir eben diese 2 Komponenten haben. Wir haben den Wettbewerb, worüber eine bestimmte Zielgruppe angesprochen wird, nämlich diejenigen, die schon eine Idee im Kopf haben. Und dann haben wir durch die Veranstaltung den Effekt, dass man eben Gruppen sensibilisieren kann, diesen Weg eventuell auch zu wagen. Es gibt die Möglichkeit, diese Technologie auf den Markt zu bringen. Das war so das erste Format, das erste Abholen einer wissenschaftlichen Idee Richtung Ausgründung, und das hat eingeschlagen. Für den Idea Award hat es 2012 angefangen mit 50 Bewerbungen. Da war das Ganze noch in einem sehr gesetzten Rahmen mit Anzügen und Krawatte. Mit einer kleinen Bühne und wenig Publikum, weil wir einfach überhaupt noch nicht bekannt waren. Angefangen hat es mit eher softwarelastigen Themen, wie digitalisieren wir unsere Prozesse. Es war am Anfang sehr, sehr spannend, diese ersten Teams zu sehen, die heute zum Teil ja auch sehr erfolgreich geworden sind. Also Navis baut Brücken zwischen der realen und der digitalen Welt. Und dazu entwickeln wir Hardware, die es ermöglicht, sehr schnell hochwertige 3D-Modelle von Gebäuden und deren Umgebung zu erstellen. Wir kommen ja aus einem Forschungsprojekt an der TU München. Kabel überall, über Herz geblinkt und ja, das war ein wunderbares Durcheinander. Als es dann tatsächlich zur Ausrufung des Preises kam, da waren wir durchaus baff. Ich würde sagen, dass das die Initialzündung ausgelöst hat, um aus der Idee Navis die GmbH Navis zu machen. Die Besonderheit ist die, dass es eben so frühphasig ist und dass das eine extreme Nahbarkeit und Selbstidentifikation ermöglicht. Also mich fasziniert diese Vielfalt an immer wieder neuen Ideen. Von Medizintechnik bis über die Brunsterkennung bei Kühen bis zu Raumfahrtsthemen. Also die Bandbreite der eingereichten und auch prämierten Projekte ist immens. Die Teams und Präsentationen sind professioneller und in dem Sinne auch besser geworden. Hier und da kam auch schon einmal Elektrifizierung, also E-Autos vor. Das Ziel war es, robuste, einfache Mobilität auf die Straße zu bringen. Wir haben es tatsächlich am Lehrstuhl kennengelernt im Rahmen des Forschungsprojektes. Geile Wörter Latein haben wir eingegeben, haben wir geschaut, Ebung und Sterblichkeit, Auto, cool, das passt. Der erste Schritt wirklich, sagen wir, Richtung Firmengründung war wirklich dieser Idea Award. Fast 10 Jahre später, jetzt als Unternehmen mit über 120 Leuten, wo man, glaube ich, schön zurückblicken kann und sagt, das waren wirklich die Wurzeln. Die Auszeichnung am Ende, klar, hilft die hatte geholfen, aber da ist eher der Weg das Ziel. Der Benefit während des Wettbewerbs ist eben nicht nur das Preisgeld, sondern ich würde sagen, das ist so der ganze Prozess, den die durchlaufen. Das fängt schon an mit der Bewerbung. Jetzt muss ich da ein paar Punkte mal zu Papier bringen. Wir bieten auch ein Pitch-Training an. Das Produkt und die Technologie runterzubrechen auf, was mache ich denn jetzt hier eigentlich und worauf kommt es bei mir an? In 2 Minuten auf einer Bühne vor einem großen Publikum, da springt dann bei vielen erstmal der Gedankenprozess an. Es gibt natürlich das Feedback während der Jury-Sitzung, was bei vielen nochmal so einen Aha-Effekt erzeugt oder auch, oh, da fehlt irgendwie noch was. Wir haben uns vergrößert, professionalisiert
Und in 2018 gab es einen Peak, dass das auch damit zu tun hatte, dass wir in 2017 das erste Mal wirklich eine groß angelegte Veranstaltung hatten. Und in 2018 war es dann wirklich so, da haben sie uns regelrecht die Bude eingerannt. Und seitdem hat es sich eigentlich kontinuierlich vergrößert. Ja, leider kam halt Corona dazwischen. Ich glaube, die größte Hürde der letzten Jahre hatten wir einfach in der Lockdown-Phase. Der Wettbewerb hat immer stattgefunden. Es hat natürlich, war alles digital. Welcome to the first virtual edition of the TUM Idea Award. Das war für die Finalisten auch eine Herausforderung. So you used to sit at home with your pyjama and suddenly you are invited somewhere to get out. And when I get on the stage, you expected to see the audience now, and then you discover that the audience is only camera. Good evening. The world's addicted to vegetable oil. That's our product. That's oil, which similar to palm oil, is produced from microorganisms to stop deforestation rate. When your university, which is full of cutting-edge researchers, suddenly your idea or your project become one of the recognized projects, that means really huge validation. Wir sehen ja im Augenblick, was wir gesellschaftliche Herausforderungen haben. Ja, wo kriegen wir unsere Rohstoffe her? Was macht das Klima? Die Lösung ist ganz, ganz häufig Innovation. Und wo kommt Innovation her? Eben nicht nur aus den großen Firmen. Wir sehen natürlich die letzten Jahre, dass dieses Thema Nachhaltigkeit einen immensen Stellenwert einnimmt. Im Prinzip spiegelt uns die Bewerberschaft, was gerade sich so an der TUM tut und wie sich auch das Mindset ändert. Auch auf die Internationalen bezogen wird der Anteil immer größer. Wir haben jetzt mittlerweile 40% internationale Studierende. Das spiegelt sich halt auch im Entrepreneurship-Bereich ganz klar wider. Wir entwickeln einen papierbasierten Test, welcher in einem Schritt innerhalb von einem Werktag Infektionen und Antibiotikaresistenzen aufzeigt. Der Idea Award war tatsächlich unser erster Pitch. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn man weiß, man kann den Zuhörer packen. Es ist eine hohe Frustration, die einem da abverlangt wird, bis endlich mal was funktioniert. Und dann von außen die Bestätigung zu bekommen, ist ganz wichtig. Es war natürlich eine große Ehre von Frau Alice Steinhausen, den Preis entgegenzunehmen, da sie mir als Frau ein Empowerment auch gegeben hat, dieses Thema Female Entrepreneurship auch zu stärken und den Mädels da draußen zu zeigen, auch ihr schafft das. Gerade in den technischen Bereichen herrscht ja oft die Meinung, dass da doch es sehr männerlastig ist, aber wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass die Frauen ganz stark nachziehen. Man kann ganz klar sagen, von 2012 bis jetzt, 2022, hat sich in der Startup-Szene und der TUM wahnsinnig viel verändert. Also für mich geht die Reise ganz klar dahin, dass wir noch mehr Wissenschaftlerinnen und Studierende dazu motivieren können, über den Idea Award, über das Thema Gründung nachzudenken. Ich sehe so viel Potenziale und so viel kreative Ideen. Da ist so viel Energie, die so viel Zuversicht für die Zukunft auch gibt. Wir sehen ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Und was hier an Innovationskraft ist, ist einfach Wahnsinn. Wenn du eine Idee hast, dann trau dich doch und mach das. Und wenn es dann schief geht, dann ist es so, aber dann hast du was gelernt auf dem Weg.